Rosa Rezept in der Apotheke einlösen. Guten Tag. Ich habe ein Rezept vom Arzt. Guten Tag. Ich habe ein Rezept vom Arzt. Guten Tag. Zeigen Sie mir bitte das Rezept. Guten Tag. Zeigen Sie mir bitte das Rezept. Hier, bitte sehr. Hier, bitte sehr. Ah, ein rosa Rezept. Gut. Ah, ein rosa Rezept. Gut. Ist das ein besonderes Rezept? Ist das ein besonderes Rezept? Ja, das ist ein Kassenrezept. Ja, das ist ein Kassenrezept. Was bedeutet Kassenrezept genau? Was bedeutet Kassenrezept genau? Ihre Krankenkasse übernimmt den Großteil der Kosten. Ihre Krankenkasse übernimmt den Großteil der Kosten. Oh, das ist praktisch. Wie viel zahle ich? Oh, das ist praktisch. Wie viel zahle ich? Nur 5 Euro Zuzahlung. Nur 5 Euro Zuzahlung. 5 Euro? Das Medikament kostet doch mehr. 5 Euro? Das Medikament kostet doch mehr. Ja, der Originalpreis ist 30 Euro. Ja, der Originalpreis ist 30 Euro. Und ich zahle nur 5 Euro? Und ich zahle nur 5 Euro? Genau. Die Kasse zahlt den Rest. Genau. Die Kasse zahlt den Rest. Das ist wirklich sehr günstig. Toll. Das ist wirklich sehr günstig. Toll. Ja, das Kassenrezept ist ein großer Vorteil. Ja, das Kassenrezept ist ein großer Vorteil. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig verstanden? Ja, Sie zahlen nur die Zuzahlung. Ja, Sie zahlen nur die Zuzahlung. Die Zuzahlung ist immer 5 Euro? Die Zuzahlung ist immer 5 Euro? Nein, zwischen 5 und 10 Euro. Nein, zwischen 5 und 10 Euro. Wovon hängt das ab? Wovon hängt das ab? Vom Preis des Medikaments insgesamt. Vom Preis des Medikaments insgesamt. Ich verstehe. Und das rosa Rezept gilt immer? Ich verstehe. Und das rosa Rezept gilt immer? Nur bei gesetzlicher Krankenversicherung. Nur bei gesetzlicher Krankenversicherung. Ich habe eine gesetzliche Krankenversicherung. Ich habe eine gesetzliche Krankenversicherung. Dann bekommen Sie immer das rosa Rezept. Dann bekommen Sie immer das rosa Rezept. Gut. Gibt es auch andere Rezeptfarben? Gut. Gibt es auch andere Rezeptfarben? Ja, es gibt auch blaue und grüne Rezepte. Ja, es gibt auch blaue und grüne Rezepte. Was sind das für Rezepte? Was sind das für Rezepte? Das sind Privatrezepte. Das sind Privatrezepte. Privatrezept? Was ist der Unterschied? Privatrezept? Was ist der Unterschied? Bei einem Privatrezept zahlen Sie alles selbst. Bei einem Privatrezept zahlen Sie alles selbst. Den vollen Preis? Also 30 Euro? Den vollen Preis? Also 30 Euro? Ja, genau. 100% selbst zahlen. Ja, genau. 100% selbst zahlen. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Richtig. Das Privatrezept ist teurer für Sie. Richtig. Das Privatrezept ist teurer für Sie. Wann bekommt man ein blaues Rezept? Wann bekommt man ein blaues Rezept? Bei Privatpatienten oder speziellen Medikamenten. Bei Privatpatienten oder speziellen Medikamenten. Also Medikamente außerhalb der Versicherung? Also Medikamente außerhalb der Versicherung? Genau, die Kasse zahlt das nicht. Genau, die Kasse zahlt das nicht. Ich hoffe, ich bekomme immer das rosa Rezept. Ich hoffe, ich bekomme immer das rosa Rezept. Das rosa Rezept ist für Sie günstiger. Das rosa Rezept ist für Sie günstiger. Das stimmt. Danke für die Erklärung. Das stimmt. Danke für die Erklärung.
Gern. Haben Sie die Versichertenkarte dabei? Gern. Haben Sie die Versichertenkarte dabei? Ja, hier ist meine Krankenkassenkarte. Ja, hier ist meine Krankenkassenkarte. Perfekt. Ich scanne die Karte kurz ein. Perfekt. Ich scanne die Karte kurz ein. Wie nehme ich das Medikament ein? Wie nehme ich das Medikament ein? 3-mal täglich eine Tablette nach dem Essen. 3-mal täglich eine Tablette nach dem Essen. 3-mal täglich nach dem Essen. Verstanden. 3-mal täglich nach dem Essen. Verstanden. Trinken Sie viel Wasser dazu. Trinken Sie viel Wasser dazu. Gibt es Nebenwirkungen, die ich kennen sollte? Gibt es Nebenwirkungen, die ich kennen sollte? Manchmal Müdigkeit, das ist normal. Manchmal Müdigkeit, das ist normal. Wie lange soll ich das Medikament nehmen? Wie lange soll ich das Medikament nehmen? 7 Tage, wie auf dem Rezept steht. 7 Tage, wie auf dem Rezept steht. Und wenn ich mich früher besser fühle? Und wenn ich mich früher besser fühle? Trotzdem alle Tabletten aufbrauchen, bitte. Trotzdem alle Tabletten aufbrauchen, bitte. Gut, das mache ich. Danke für den Rat. Gut, das mache ich. Danke für den Rat. Das macht dann 5 Euro bitte. Das macht dann 5 Euro bitte. Hier sind 5 Euro. Danke sehr. Hier sind 5 Euro. Danke sehr. Gern geschehen. Gute Besserung, Frau Lara. Gern geschehen. Gute Besserung, Frau Lara. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Werden Sie schnell gesund. Auf Wiedersehen. Werden Sie schnell gesund. Nachsendeauftrag bei Umzug oder Abwesenheit. Guten Tag. Ich brauche Ihre Hilfe bitte. Guten Tag. Ich brauche Ihre Hilfe bitte. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich ziehe nächste Woche in eine andere Stadt. Ich ziehe nächste Woche in eine andere Stadt. Ah, ein Umzug. Herzlichen Glückwunsch. Ah, ein Umzug. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Aber ich mache mir Sorgen. Danke. Aber ich mache mir Sorgen. Was für Sorgen haben Sie denn? Was für Sorgen haben Sie denn? Meine Briefe könnten verloren gehen. Meine Briefe könnten verloren gehen. Das ist ein häufiges Problem beim Umzug. Das ist ein häufiges Problem beim Umzug. Besonders Briefe von Behörden sind wichtig. Besonders Briefe von Behörden sind wichtig. Ja, die darf man nicht verpassen. Ja, die darf man nicht verpassen. Gibt es eine Lösung bei der Post? Gibt es eine Lösung bei der Post? Ja, natürlich. Den Nachsendeauftrag. Ja, natürlich. Den Nachsendeauftrag. Nachsendeauftrag? Was ist das genau? Nachsendeauftrag? Was ist das genau? Wir leiten alle Ihre Briefe automatisch weiter. Wir leiten alle Ihre Briefe automatisch weiter. Automatisch zur neuen Adresse? Automatisch zur neuen Adresse? Genau, ohne dass Sie etwas tun müssen. Genau, ohne dass Sie etwas tun müssen. Das klingt perfekt. Wie funktioniert das? Das klingt perfekt. Wie funktioniert das? Die Post klebt eine neue Adresse auf den Brief. Die Post klebt eine neue Adresse auf den Brief. Direkt über die alte Adresse? Direkt über die alte Adresse? Ja, und dann kommt er zu Ihnen. Ja, und dann kommt er zu Ihnen. Wie lange gilt dieser Service? Wie lange gilt dieser Service? 6 oder 12 Monate. Sie haben die Wahl. 6 oder 12 Monate. Sie haben die Wahl. 12 Monate wäre besser für mich. 12 Monate wäre besser für mich. Das empfehle ich auch bei einem Stadtumzug. Das empfehle ich auch bei einem Stadtumzug. Was kostet der Nachsendeauftrag?
Was kostet der Nachsendeauftrag? Ungefähr 30 Euro für 12 Monate. Ungefähr 30 Euro für 12 Monate. Das ist sehr günstig für diesen Service. Das ist sehr günstig für diesen Service. Ja, es lohnt sich wirklich. Ja, es lohnt sich wirklich. Gilt das auch für Pakete? Gilt das auch für Pakete? Ja, auch Pakete werden weitergeleitet. Ja, auch Pakete werden weitergeleitet. Auch von anderen Paketdiensten? Auch von anderen Paketdiensten? Nein, leider nur von der Deutschen Post. Nein, leider nur von der Deutschen Post. Ah, das ist schade. Aber trotzdem gut. Ah, das ist schade. Aber trotzdem gut. Für andere Dienste müssen Sie selbst informieren. Für andere Dienste müssen Sie selbst informieren. Also THL, UPS separat ändern? Also THL, UPS separat ändern? Genau, direkt beim jeweiligen Anbieter. Genau, direkt beim jeweiligen Anbieter. Verstanden. Wie beantrage ich den Nachsendeauftrag? Verstanden. Wie beantrage ich den Nachsendeauftrag? Hier im Formular oder online auf unserer Webseite. Hier im Formular oder online auf unserer Webseite. Kann ich das gleich hier ausfüllen? Kann ich das gleich hier ausfüllen? Ja, natürlich. Hier ist das Formular. Ja, natürlich. Hier ist das Formular. Was muss ich alles eintragen? Was muss ich alles eintragen? Alte Adresse, neue Adresse und Startdatum. Alte Adresse, neue Adresse und Startdatum. Das Startdatum ist nächsten Montag. Das Startdatum ist nächsten Montag. Gut, tragen Sie das genau ein. Gut, tragen Sie das genau ein. Und meinen Namen natürlich auch? Und meinen Namen natürlich auch? Ja, vollständiger Name und Geburtsdatum bitte. Ja, vollständiger Name und Geburtsdatum bitte. Hier, ich habe alles ausgefüllt. Hier, ich habe alles ausgefüllt. Moment, ich prüfe das kurz durch. Moment, ich prüfe das kurz durch. Stimmt alles so? Stimmt alles so? Ja, alles ist korrekt. Sehr gut. Ja, alles ist korrekt. Sehr gut. Wann beginnt der Nachsendeauftrag dann? Wann beginnt der Nachsendeauftrag dann? Ab dem Startdatum, das Sie angegeben haben. Ab dem Startdatum, das Sie angegeben haben. Also ab nächsten Montag automatisch? Also ab nächsten Montag automatisch? Genau, ab dann leiten wir alles weiter. Genau, ab dann leiten wir alles weiter. Perfekt. Das ist eine große Erleichterung. Perfekt. Das ist eine große Erleichterung. Gern geschehen. Noch etwas? Gern geschehen. Noch etwas? Nein, das war alles. Vielen Dank. Nein, das war alles. Vielen Dank. Gern geschehen. Viel Erfolg beim Umzug. Gern geschehen. Viel Erfolg beim Umzug. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles Gute für Sie. Auf Wiedersehen. Alles Gute für Sie. Reduzierte Lebensmittel im Supermarkt einkaufen. Entschuldigung, darf ich kurz fragen? Entschuldigung, darf ich kurz fragen? Ja, natürlich. Was kann ich für Sie tun? Ja, natürlich. Was kann ich für Sie tun? Diese Milch hat einen roten Aufkleber. Diese Milch hat einen roten Aufkleber. Ja, das ist unser Rabattaufkleber. Ja, das ist unser Rabattaufkleber. Da steht -30% drauf. Da steht -30% drauf. Genau, dieses Produkt ist reduziert. Genau, dieses Produkt ist reduziert. Warum ist die Milch so günstig? Warum ist die Milch so günstig? Das Mindesthaltbarkeitsdatum läuft heute ab. Das Mindesthaltbarkeitsdatum läuft heute ab. Heute noch? Ist die Milch noch gut? Heute noch? Ist die Milch noch gut?
Ja, heute ist sie noch frisch und gut. Ja, heute ist sie noch frisch und gut. Und morgen nicht mehr? Und morgen nicht mehr? Morgen sollten Sie sie nicht mehr kaufen. Morgen sollten Sie sie nicht mehr kaufen. Verstehe. Deshalb der Rabatt? Verstehe. Deshalb der Rabatt? Genau, wir wollen keine Lebensmittel verschwenden. Genau, wir wollen keine Lebensmittel verschwenden. Das ist eine gute Idee vom Supermarkt. Das ist eine gute Idee vom Supermarkt. Ja, weniger Abfall ist besser für alle. Ja, weniger Abfall ist besser für alle. Auch das Fleisch hier hat den roten Aufkleber. Auch das Fleisch hier hat den roten Aufkleber. Ja, das Fleisch läuft auch heute ab. Ja, das Fleisch läuft auch heute ab. Minus 30% auf alles mit dem Aufkleber? Minus 30% auf alles mit dem Aufkleber? Ja, immer 30% Rabatt auf diese Artikel. Ja, immer 30% Rabatt auf diese Artikel. Muss ich einen Code eingeben an der Kasse? Muss ich einen Code eingeben an der Kasse? Nein, das ist nicht nötig. Nein, das ist nicht nötig. Wie funktioniert der Rabatt dann genau? Wie funktioniert der Rabatt dann genau? Der Kassenscanner liest den Barcode automatisch. Der Kassenscanner liest den Barcode automatisch. Der neue Barcode auf dem roten Aufkleber? Der neue Barcode auf dem roten Aufkleber? Genau, der Aufkleber hat einen eigenen Barcode. Genau, der Aufkleber hat einen eigenen Barcode. Also einfach normal an die Kasse gehen? Also einfach normal an die Kasse gehen? Ja, einfach hinlegen und scannen lassen. Ja, einfach hinlegen und scannen lassen. Das ist wirklich unkompliziert. Super. Das ist wirklich unkompliziert. Super. Ja, der Rabatt wird automatisch abgezogen. Ja, der Rabatt wird automatisch abgezogen. Gibt es noch mehr reduzierte Artikel heute? Gibt es noch mehr reduzierte Artikel heute? Ja, auch Joghurt und Käse sind reduziert. Ja, auch Joghurt und Käse sind reduziert. Wo finde ich den reduzierten Joghurt? Wo finde ich den reduzierten Joghurt? Im Kühlregal ganz links hinten. Im Kühlregal ganz links hinten. Und der Käse? Und der Käse? Direkt daneben im gleichen Regal. Direkt daneben im gleichen Regal. Sind das auch 30% Rabatt? Sind das auch 30% Rabatt? Ja, alle roten Aufkleber sind 30%. Ja, alle roten Aufkleber sind 30%. Wann werden diese Aufkleber normalerweise angebracht? Wann werden diese Aufkleber normalerweise angebracht? Meistens morgens oder am frühen Nachmittag. Meistens morgens oder am frühen Nachmittag. Also sollte man nachmittags einkaufen kommen? Also sollte man nachmittags einkaufen kommen. Genau, dann gibt es die meisten Rabatte. Genau, dann gibt es die meisten Rabatte. Das ist ein guter Tipp. Danke sehr. Das ist ein guter Tipp. Danke sehr. Gern geschehen. Am Abend ist es sogar besser. Gern geschehen. Am Abend ist es sogar besser. Am Abend noch mehr Rabatt? Am Abend noch mehr Rabatt? Manchmal bis zu 50% kurz vor Ladenschluss. Manchmal bis zu 50% kurz vor Ladenschluss. Wirklich? Das wusste ich nicht. Wirklich? Das wusste ich nicht. Ja, dann wollen wir nichts wegwerfen. Ja, dann wollen wir nichts wegwerfen. Das ist gut für die Umwelt und den Geldbeutel. Das ist gut für die Umwelt und den Geldbeutel. Genau, für beide Seiten ein Gewinn. Genau, für beide Seiten ein Gewinn. Ich komme jetzt öfter abends einkaufen. Ich komme jetzt öfter abends einkaufen. Das machen viele Stammkunden hier so. Das machen viele Stammkunden hier so. Gibt es eine App dafür bei Rewe? Gibt es eine App dafür bei Rewe? Ja, die Rewe-App zeigt aktuelle Angebote. Ja, die Rewe-App zeigt aktuelle Angebote.
Auch die Rabatte auf ablaufende Produkte? Auch die Rabatte auf ablaufende Produkte? Nicht immer, aber viele andere Angebote schon. Nicht immer, aber viele andere Angebote schon. Gut, die App lade ich mir heute noch runter. Gut, die App lade ich mir heute noch runter. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank für die vielen Tipps. Vielen Dank für die vielen Tipps. Sehr gern. Viel Spaß beim Einkaufen. Sehr gern. Viel Spaß beim Einkaufen. Danke. Ich schaue jetzt noch beim Käse vorbei. Danke. Ich schaue jetzt noch beim Käse vorbei. Gerne. Einen schönen Tag noch. Gerne. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Einkauf. Auf Wiedersehen. Guten Einkauf. Erst tanken, dann bezahlen. Entschuldigung, ich brauche kurz Hilfe. Entschuldigung, ich brauche kurz Hilfe. Ja, gerne. Was ist das Problem? Ja, gerne. Was ist das Problem? Ich finde keinen Schlitz für die Karte. Ich finde keinen Schlitz für die Karte. Ah, Sie möchten tanken, oder? Ah, Sie möchten tanken, oder? Ja, genau. Aber wie bezahle ich hier? Ja, genau. Aber wie bezahle ich hier? In Deutschland tanken Sie zuerst. In Deutschland tanken Sie zuerst. Zuerst tanken, ohne zu bezahlen? Zuerst tanken, ohne zu bezahlen? Ja, dann kommen Sie in die Kasse. Ja, dann kommen Sie in die Kasse. Ich zahle also danach im Geschäft? Ich zahle also danach im Geschäft? Genau, das ist hier die Regel. Genau, das ist hier die Regel. Das ist anders als in meinem Land. Das ist anders als in meinem Land. Ja, in Deutschland ist das überall so. Ja, in Deutschland ist das überall so. Interessant. Und was muss ich merken? Interessant. Und was muss ich merken? Merken Sie sich Ihre Säulennummer. Merken Sie sich Ihre Säulennummer. Welche Nummer hat meine Säule? Welche Nummer hat meine Säule? Schauen Sie oben an der Säule nach. Schauen Sie oben an der Säule nach. Ah, da steht die Nummer 5. Ah, da steht die Nummer 5. Gut, Säule 5, das merken Sie sich. Gut, Säule 5, das merken Sie sich. Und dann einfach in die Kasse gehen? Und dann einfach in die Kasse gehen? Ja, Nummer sagen und bezahlen. Fertig. Ja, Nummer sagen und bezahlen. Fertig. Verstanden. Aber zuerst muss ich tanken. Verstanden. Aber zuerst muss ich tanken. Genau. Nehmen Sie den Zapfhahn jetzt. Genau. Nehmen Sie den Zapfhahn jetzt. Welchen Zapfhahn soll ich nehmen? Welchen Zapfhahn soll ich nehmen? Das hängt vom Auto ab. Benzin oder Diesel? Das hängt vom Auto ab. Benzin oder Diesel? Oh, das weiß ich nicht genau. Oh, das weiß ich nicht genau. Schauen Sie auf den Tankdeckel des Autos. Schauen Sie auf den Tankdeckel des Autos. Was steht denn da drauf? Was steht denn da drauf? Benzin oder Diesel, das steht direkt drauf. Benzin oder Diesel, das steht direkt drauf. Moment, ich schaue schnell nach. Moment, ich schaue schnell nach. Nehmen Sie sich ruhig Zeit dafür. Nehmen Sie sich ruhig Zeit dafür. Da steht Benzin, also kein Diesel? Da steht Benzin, also kein Diesel? Richtig, nehmen Sie nur den Benzinzapfhahn. Richtig, nehmen Sie nur den Benzinzapfhahn. Welche Farbe hat der Benzinzapfhahn? Welche Farbe hat der Benzinzapfhahn? Meistens schwarz oder grün, nicht schwarz-gelb. Meistens schwarz oder grün, nicht schwarz-gelb. Und der Dieselzapfhahn? Und der Dieselzapfhahn? Der ist meist schwarz mit gelbem Griff.
Der ist meist schwarz mit gelbem Griff. Okay, ich nehme den grünen Zapfhahn. Okay, ich nehme den grünen Zapfhahn. Genau richtig. Sehr gut. Genau richtig. Sehr gut. Was passiert, wenn ich falsch tanke? Was passiert, wenn ich falsch tanke? Das kann den Motor stark beschädigen. Das kann den Motor stark beschädigen. Oh, das klingt sehr gefährlich. Oh, das klingt sehr gefährlich. Ja, deshalb immer vorher den Deckel prüfen. Ja, deshalb immer vorher den Deckel prüfen. Den Tankdeckel immer zuerst lesen. Den Tankdeckel immer zuerst lesen. Genau, das ist sehr wichtig beim Tanken. Genau, das ist sehr wichtig beim Tanken. Gut, ich habe den richtigen Zapfhahn. Gut, ich habe den richtigen Zapfhahn. Jetzt einfach den Tank öffnen und tanken. Jetzt einfach den Tank öffnen und tanken. Soll ich den Tank ganz voll machen? Soll ich den Tank ganz voll machen? Das entscheiden Sie selbst. Vollmachen ist sinnvoll. Das entscheiden Sie selbst. Vollmachen ist sinnvoll. Gut, ich tanke den Tank voll. Gut, ich tanke den Tank voll. Der Zapfhahn stoppt automatisch bei vollem Tank. Der Zapfhahn stoppt automatisch bei vollem Tank. Oh, ich muss nicht selbst aufpassen? Oh, ich muss nicht selbst aufpassen? Nein, er stoppt ganz automatisch. Keine Sorge. Nein, er stoppt ganz automatisch. Keine Sorge. Das ist sehr praktisch. Danke. Das ist sehr praktisch. Danke. Gern. Dann kommen Sie danach zur Kasse. Gern. Dann kommen Sie danach zur Kasse. Mit der Säule Nummer 5, richtig? Mit der Säule Nummer 5, richtig? Genau. Säule 5 nicht vergessen. Genau. Säule 5 nicht vergessen. Kann ich mit Karte zahlen? Kann ich mit Karte zahlen? Ja, Karte und Bargeld sind beide möglich. Ja, Karte und Bargeld sind beide möglich. Perfekt, dann tanke ich jetzt. Perfekt, dann tanke ich jetzt. Gut, bei Fragen bin ich in der Kasse. Gut, bei Fragen bin ich in der Kasse. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Gute Fahrt noch. Gern geschehen. Gute Fahrt noch. Fremdes Eigentum beschädigen und Haftpflichtversicherung. Oh nein, Nils, es tut mir so leid. Oh nein, Nils, es tut mir so leid. Was ist passiert? Oh, mein Laptop. Was ist passiert? Oh, mein Laptop. Ich habe meinen Kaffee verschüttet. Entschuldigung. Ich habe meinen Kaffee verschüttet. Entschuldigung. Der Kaffee ist direkt auf die Tastatur gefallen. Der Kaffee ist direkt auf die Tastatur gefallen. Ich weiß, das war so unachtsam von mir. Ich weiß, das war so unachtsam von mir. Moment, ich versuche ihn einzuschalten. Moment, ich versuche ihn einzuschalten. Funktioniert er noch? Funktioniert er noch? Nein, leider gar nichts mehr. Nein, leider gar nichts mehr. Oh Gott, das tut mir wirklich leid. Oh Gott, das tut mir wirklich leid. Der Laptop war ziemlich teuer, ehrlich gesagt. Der Laptop war ziemlich teuer, ehrlich gesagt. Wie viel hat er gekostet? Wie viel hat er gekostet? Ungefähr 1200 Euro. Ungefähr 1200 Euro. So viel? Das kann ich nicht bezahlen. So viel? Das kann ich nicht bezahlen. Ruhig, ruhig. Hast du eine Haftpflichtversicherung? Ruhig, ruhig. Hast du eine Haftpflichtversicherung? Eine Haftpflichtversicherung? Was ist das genau? Eine Haftpflichtversicherung? Was ist das genau? Eine Versicherung für solche Schäden wie diesen.
Eine Versicherung für solche Schäden wie diesen. Ich glaube, ich habe das abgeschlossen. Ich glaube, ich habe das abgeschlossen. Wann hast du die Versicherung gekauft? Wann hast du die Versicherung gekauft? Als ich nach Deutschland gekommen bin. Als ich nach Deutschland gekommen bin. Gut. Die Haftpflichtversicherung ist sehr wichtig hier. Gut. Die Haftpflichtversicherung ist sehr wichtig hier. Ich zahle 5 Euro pro Monat dafür. Ich zahle 5 Euro pro Monat dafür. Perfekt. Dann ist das kein großes Problem. Perfekt. Dann ist das kein großes Problem. Die Versicherung zahlt den Laptop? Die Versicherung zahlt den Laptop? Ja, genau dafür ist sie da. Ja, genau dafür ist sie da. Auch wenn ich den Schaden selbst verursacht habe? Auch wenn ich den Schaden selbst verursacht habe? Ja, das ist der Sinn der Haftpflichtversicherung. Ja, das ist der Sinn der Haftpflichtversicherung. Das ist eine große Erleichterung. Wirklich. Das ist eine große Erleichterung. Wirklich. Fast jeder in Deutschland hat diese Versicherung. Fast jeder in Deutschland hat diese Versicherung. Was muss ich jetzt tun? Was muss ich jetzt tun? Zuerst machen wir Fotos vom Schaden. Zuerst machen wir Fotos vom Schaden. Fotos vom Laptop und vom Kaffee? Fotos vom Laptop und vom Kaffee? Ja, alles fotografieren, so wie es ist. Ja, alles fotografieren, so wie es ist. Gut, ich nehme mein Handy. Gut, ich nehme mein Handy. Mehrere Fotos aus verschiedenen Winkeln bitte. Mehrere Fotos aus verschiedenen Winkeln bitte. So, ich habe 6 Fotos gemacht. So, ich habe 6 Fotos gemacht. Sehr gut. Die brauchst du für die Versicherung. Sehr gut. Die brauchst du für die Versicherung. Was kommt danach? Was kommt danach? Du meldest den Schaden bei deiner Versicherung. Du meldest den Schaden bei deiner Versicherung. Wie mache ich das genau? Wie mache ich das genau? Per App, online oder telefonisch beim Anbieter. Per App, online oder telefonisch beim Anbieter. Ich glaube, ich habe eine App dafür. Ich glaube, ich habe eine App dafür. Perfekt. Die Fotos lädst du dort hoch. Perfekt. Die Fotos lädst du dort hoch. Und dann füllt man ein Formular aus? Und dann füllt man ein Formular aus? Ja, du beschreibst kurz, was passiert ist. Ja, du beschreibst kurz, was passiert ist. Das klingt nicht so kompliziert. Das klingt nicht so kompliziert. Nein, das geht ziemlich schnell. Nein, das geht ziemlich schnell. Wie lange dauert die Bearbeitung? Wie lange dauert die Bearbeitung? Meistens 1 bis 2 Wochen. Meistens 1 bis 2 Wochen. Und dann bekommst du einen neuen Laptop? Und dann bekommst du einen neuen Laptop? Ja, die Versicherung erstattet den Schaden. Ja, die Versicherung erstattet den Schaden. Den vollen Preis von 1200 Euro? Den vollen Preis von 1200 Euro? Meistens ja, je nach Vertrag. Meistens ja, je nach Vertrag. Das ist wirklich eine tolle Versicherung. Das ist wirklich eine tolle Versicherung. Für 5 Euro im Monat ist sie unschlagbar. Für 5 Euro im Monat ist sie unschlagbar. Ich bin so froh, dass ich sie habe. Ich bin so froh, dass ich sie habe. Ohne Haftpflichtversicherung wäre das sehr schwierig. Ohne Haftpflichtversicherung wäre das sehr schwierig. Das stimmt, Nils, nochmals, es tut mir leid. Das stimmt, Nils, nochmals, es tut mir leid. Schon gut. Solche Unfälle passieren mal. Schon gut. Solche Unfälle passieren mal. Du bist sehr verständnisvoll. Danke dir. Du bist sehr verständnisvoll.
Danke dir. Kein Problem. Hauptsache, du hast die Versicherung. Kein Problem. Hauptsache, du hast die Versicherung. Ich melde den Schaden heute noch. Ich melde den Schaden heute noch. Gut. Schick mir die Bestätigung danach. Gut. Schick mir die Bestätigung danach. Selbstverständlich. Versprochen. Selbstverständlich. Versprochen. Alles wird gut. Keine Sorge mehr. Alles wird gut. Keine Sorge mehr. Länderticket für Gruppenreisen kaufen. Guten Tag. Ich brauche Tickets für 3 Personen. Guten Tag. Ich brauche Tickets für 3 Personen. Guten Tag. Wohin möchten Sie fahren? Guten Tag. Wohin möchten Sie fahren? Nach Königssee, von München aus. Nach Königssee, von München aus. Schönes Ziel. Nur für heute? Schönes Ziel. Nur für heute? Ja, ein Tagesausflug für uns 3. Ja, ein Tagesausflug für uns 3. Moment, ich schaue die Preise nach. Moment, ich schaue die Preise nach. Die Einzeltickets sind sehr teuer, oder? Die Einzeltickets sind sehr teuer, oder? Ja, für 3 Personen wird das viel. Ja, für 3 Personen wird das viel. Gibt es eine günstigere Möglichkeit? Gibt es eine günstigere Möglichkeit? Ja, das Bayern-Ticket ist ideal für Sie. Ja, das Bayern-Ticket ist ideal für Sie. Bayern-Ticket? Das kenne ich nicht. Bayern-Ticket? Das kenne ich nicht. Das ist ein Tagesticket für ganz Bayern. Das ist ein Tagesticket für ganz Bayern. Für ganz Bayern? Wie viel kostet das? Für ganz Bayern? Wie viel kostet das? Für 3 Personen ungefähr 40 Euro. Für 3 Personen ungefähr 40 Euro. 40 Euro für alle 3 zusammen? 40 Euro für alle 3 zusammen? Genau, ein Ticket für die ganze Gruppe. Genau, ein Ticket für die ganze Gruppe. Das ist viel günstiger als Einzeltickets. Das ist viel günstiger als Einzeltickets. Ja, Sie sparen fast 2/3. Ja, Sie sparen fast 2/3. 2/3 weniger? Das ist fantastisch. 2/3 weniger? Das ist fantastisch. Das Bayern-Ticket lohnt sich ab 2 Personen. Das Bayern-Ticket lohnt sich ab 2 Personen. Wie viele Personen dürfen mitfahren? Wie viele Personen dürfen mitfahren? Bis zu 5 Personen mit einem Ticket. Bis zu 5 Personen mit einem Ticket. Wir sind nur 3, das passt also gut. Wir sind nur 3, das passt also gut. Perfekt. Das reicht für Ihre Gruppe. Perfekt. Das reicht für Ihre Gruppe. Welche Züge kann man damit nehmen? Welche Züge kann man damit nehmen? Alle Regionalbahnen und öffentliche Verkehrsmittel. Alle Regionalbahnen und öffentliche Verkehrsmittel. Also auch Bus und U-Bahn in München? Also auch Bus und U-Bahn in München? Ja, alles inklusive im ganzen Freistaat Bayern. Ja, alles inklusive im ganzen Freistaat Bayern. Kann man damit auch den ICE nehmen? Kann man damit auch den ICE nehmen? Nein, nur Regionalbahnen, kein ICE oder IC. Nein, nur Regionalbahnen, kein ICE oder IC. Verstanden. Nur Regionalbahn und lokale Verkehrsmittel. Verstanden. Nur Regionalbahn und lokale Verkehrsmittel. Genau, für Königssee reicht das vollkommen. Genau, für Königssee reicht das vollkommen. Wann gilt das Bayern-Ticket? Genau. Wann gilt das Bayern-Ticket? Genau. Ab 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts. Ab 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts. Wir fahren um 10 Uhr. Das passt. Wir fahren um 10 Uhr. Das passt. Gut, am Wochenende gilt es ab 0 Uhr. Gut, am Wochenende gilt es ab 0 Uhr. Oh, am Wochenende früher? Das ist praktisch. Oh, am Wochenende früher? Das ist praktisch. Ja, für Wochenendausflüge besonders günstig. Ja, für Wochenendausflüge besonders günstig.
Kann ich das Ticket hier kaufen? Kann ich das Ticket hier kaufen? Ja, natürlich. Oder am Automaten draußen. Ja, natürlich. Oder am Automaten draußen. Ich kaufe es lieber hier bei Ihnen. Ich kaufe es lieber hier bei Ihnen. Gern. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Gern. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Mit Karte bitte. Hier, bitte sehr. Mit Karte bitte. Hier, bitte sehr. Danke. Einen Moment, ich drucke das aus. Danke. Einen Moment, ich drucke das aus. Müssen alle Namen auf dem Ticket stehen? Müssen alle Namen auf dem Ticket stehen? Ja, alle 3 Namen bitte eintragen. Ja, alle 3 Namen bitte eintragen. Tragen wir die Namen selbst ein? Tragen wir die Namen selbst ein? Ja, vor der Fahrt mit Stift ausfüllen. Ja, vor der Fahrt mit Stift ausfüllen. Gut, das machen wir am Bahnsteig. Gut, das machen wir am Bahnsteig. Bitte vor Abfahrt, nicht im Zug. Bitte vor Abfahrt, nicht im Zug. Verstanden. Wir schreiben die Namen sofort rein. Verstanden. Wir schreiben die Namen sofort rein. Hier ist Ihr Bayern-Ticket. Bitte sehr. Hier ist Ihr Bayern-Ticket. Bitte sehr. Danke sehr. Welches Gleis nach Königssee? Danke sehr. Welches Gleis nach Königssee? Zuerst nach Berchtesgaden, Gleis 8. Zuerst nach Berchtesgaden, Gleis 8. Gleis 8, alles klar. Wann fährt der Zug? Gleis 8, alles klar. Wann fährt der Zug? In 20 Minuten. Beeilen Sie sich ein bisschen. In 20 Minuten. Beeilen Sie sich ein bisschen. Gut, wir gehen jetzt sofort. Vielen Dank. Gut, wir gehen jetzt sofort. Vielen Dank. Gern geschehen. Schönen Ausflug zum Königssee. Gern geschehen. Schönen Ausflug zum Königssee. Danke, das Bayern-Ticket ist wirklich super. Danke, das Bayern-Ticket ist wirklich super. Ja, es ist sehr beliebt. Gute Reise. Ja, es ist sehr beliebt. Gute Reise. Auf Wiedersehen. Danke nochmal. Auf Wiedersehen. Danke nochmal. Auf Wiedersehen. Viel Spaß in Bayern. Auf Wiedersehen. Viel Spaß in Bayern. Stromanbieter wechseln. Herr Müller, ich habe ein großes Problem. Herr Müller, ich habe ein großes Problem. Was ist denn los, Sophia? Was ist denn los, Sophia? Meine Stromrechnung ist sehr hoch diesen Monat. Meine Stromrechnung ist sehr hoch diesen Monat. Wie hoch war die Rechnung denn? Wie hoch war die Rechnung denn? Fast 200 € für eine kleine Wohnung. Fast 200 € für eine kleine Wohnung. Das ist wirklich sehr teuer. Zu teuer. Das ist wirklich sehr teuer. Zu teuer. Ich verstehe das nicht. Ich spare doch Strom. Ich verstehe das nicht. Ich spare doch Strom. Welchen Stromanbieter hast du denn? Welchen Stromanbieter hast du denn? Den Grundversorger, der war schon in der Wohnung. Den Grundversorger, der war schon in der Wohnung. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Was meinst du damit? Was meinst du damit? Der Grundversorger ist meist der teuerste Anbieter. Der Grundversorger ist meist der teuerste Anbieter. Wirklich? Das wusste ich nicht. Wirklich? Das wusste ich nicht. Neue Mieter werden automatisch dort eingetragen. Neue Mieter werden automatisch dort eingetragen. Also bin ich automatisch beim teuren Anbieter? Also bin ich automatisch beim teuren Anbieter? Genau, das passiert fast jedem am Anfang. Genau, das passiert fast jedem am Anfang. Kann ich den Anbieter wechseln? Kann ich den Anbieter wechseln? Ja, das ist in Deutschland sehr einfach. Ja, das ist in Deutschland sehr einfach. Wie wechselt man den Stromanbieter? Wie wechselt man den Stromanbieter? Geh auf Check24 oder Verivox im Internet. Geh auf Check24 oder Verivox im Internet. Was sind das für Webseiten?
Was sind das für Webseiten? Vergleichsportale für Strom und Gas. Vergleichsportale für Strom und Gas. Dort vergleiche ich verschiedene Anbieter. Dort vergleiche ich verschiedene Anbieter. Ja, du gibst deine Adresse und deinen Verbrauch ein. Ja, du gibst deine Adresse und deinen Verbrauch ein. Und dann sehe ich alle Preise? Und dann sehe ich alle Preise? Genau, alle Anbieter auf einen Blick. Genau, alle Anbieter auf einen Blick. Das klingt sehr praktisch und einfach. Das klingt sehr praktisch und einfach. Ja, der Wechsel dauert nur wenige Minuten. Ja, der Wechsel dauert nur wenige Minuten. Was passiert mit meinem alten Vertrag? Was passiert mit meinem alten Vertrag? Der neue Anbieter kündigt den alten für dich. Der neue Anbieter kündigt den alten für dich. Ich muss selbst nichts kündigen. Ich muss selbst nichts kündigen? Nein, das macht der neue Anbieter automatisch. Nein, das macht der neue Anbieter automatisch. Und wird der Strom zwischendurch abgestellt? Und wird der Strom zwischendurch abgestellt? Nein, das passiert nicht. Keine Sorge. Nein, das passiert nicht. Keine Sorge. Der Strom läuft die ganze Zeit weiter? Der Strom läuft die ganze Zeit weiter? Ja, der Übergang ist völlig nahtlos. Ja, der Übergang ist völlig nahtlos. Das ist eine große Erleichterung. Das ist eine große Erleichterung. Der Wechsel ist wirklich risikolos. Der Wechsel ist wirklich risikolos. Wie viel kann ich ungefähr sparen? Wie viel kann ich ungefähr sparen? Oft 100 bis 200 Euro pro Jahr. Oft 100 bis 200 Euro pro Jahr. So viel? Das ist enorm. So viel? Das ist enorm. Ja, der Unterschied zwischen Anbietern ist groß. Ja, der Unterschied zwischen Anbietern ist groß. Warum wechseln dann nicht alle? Warum wechseln dann nicht alle? Viele wissen einfach nicht davon. Viele wissen einfach nicht davon. Das glaube ich. Ich auch nicht. Das glaube ich. Ich auch nicht. Jetzt weißt du es? Wechsle bald. Jetzt weißt du es. Wechsle bald. Ich mache das heute Abend. Ich mache das heute Abend. Gut, Check24 ist sehr übersichtlich und einfach. Gut, Check24 ist sehr übersichtlich und einfach. Welchen Anbieter hast du selbst? Welchen Anbieter hast du selbst? Ich wechsle jedes Jahr zum günstigsten Anbieter. Ich wechsle jedes Jahr zum günstigsten Anbieter. Jedes Jahr? Ist das nicht aufwendig? Jedes Jahr? Ist das nicht aufwendig? Nein, nur 20 Minuten einmal im Jahr. Nein, nur 20 Minuten einmal im Jahr. Und du sparst dabei viel Geld? Und du sparst dabei viel Geld? Ja, jedes Jahr ungefähr 150 Euro. Ja, jedes Jahr ungefähr 150 Euro. Das ist wirklich klug. Danke für den Tipp. Das ist wirklich klug. Danke für den Tipp. Gern geschehen. Stromwechseln lohnt sich immer. Gern geschehen. Stromwechseln lohnt sich immer. Ich wechsle den Stromanbieter sofort heute. Ich wechsle den Stromanbieter sofort heute. Super, dann hast du nächsten Monat weniger Kosten. Super, dann hast du nächsten Monat weniger Kosten. Ich freue mich schon auf die niedrige Rechnung. Ich freue mich schon auf die niedrige Rechnung. Das wird sich sicher bemerkbar machen. Das wird sich sicher bemerkbar machen. Danke, Herr Müller. Wirklich sehr hilfreich. Danke, Herr Müller. Wirklich sehr hilfreich. Immer gerne, Sophia. Viel Erfolg dabei. Immer gerne, Sophia. Viel Erfolg dabei. Einen Kindergartenplatz suchen. Guten Tag. Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Guten Tag. Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich suche einen Kita-Platz für mein Kind. Ich suche einen Kita-Platz für mein Kind. Wie alt ist Ihr Kind denn? Wie alt ist Ihr Kind denn?
Meine Tochter ist 2 Jahre und 3 Monate alt. Meine Tochter ist 2 Jahre und 3 Monate alt. Und Sie haben noch keinen Platz gefunden? Und Sie haben noch keinen Platz gefunden? Nein, alle Kitas in der Nähe sind voll. Nein, alle Kitas in der Nähe sind voll. Das ist leider sehr häufig in der Stadt. Das ist leider sehr häufig in der Stadt. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Zuerst brauchen Sie einen Kita-Gutschein. Zuerst brauchen Sie einen Kita-Gutschein. Kita-Gutschein? Was ist das genau? Kita-Gutschein? Was ist das genau? Das ist eine offizielle Bescheinigung vom Bezirk. Das ist eine offizielle Bescheinigung vom Bezirk. Wozu brauche ich diese Bescheinigung? Wozu brauche ich diese Bescheinigung? Damit bekommt Ihre Tochter einen Kita-Platz. Damit bekommt Ihre Tochter einen Kita-Platz. Ohne Gutschein geht das nicht. Ohne Gutschein geht das nicht. Ohne Gutschein nimmt keine Kita das Kind auf. Ohne Gutschein nimmt keine Kita das Kind auf. Verstehe. Wie beantrage ich den Gutschein? Verstehe. Wie beantrage ich den Gutschein? Hier beim Jugendamt, direkt bei uns. Hier beim Jugendamt, direkt bei uns. Was brauche ich dafür an Dokumenten? Was brauche ich dafür an Dokumenten? Ihren Arbeitsvertrag und die Geburtsurkunde des Kindes. Ihren Arbeitsvertrag und die Geburtsurkunde des Kindes. Den Arbeitsvertrag von mir persönlich? Den Arbeitsvertrag von mir persönlich? Ja, wir schauen, wie viele Stunden Sie arbeiten. Ja, wir schauen, wie viele Stunden Sie arbeiten. Ich arbeite 30 Stunden pro Woche. Ich arbeite 30 Stunden pro Woche. Gut, das reicht für einen Vollzeitgutschein. Gut, das reicht für einen Vollzeitgutschein. Was bedeutet Vollzeitgutschein genau? Was bedeutet Vollzeitgutschein genau? Ihr Kind kann täglich bis zu 8 Stunden bleiben. Ihr Kind kann täglich bis zu 8 Stunden bleiben. Perfekt, das brauche ich für die Arbeit. Perfekt, das brauche ich für die Arbeit. Der Gutschein bestimmt auch die staatliche Unterstützung. Der Gutschein bestimmt auch die staatliche Unterstützung. Der Staat zahlt einen Teil der Kita? Der Staat zahlt einen Teil der Kita? Ja, einen großen Teil der Gebühren übernimmt der Staat. Ja, einen großen Teil der Gebühren übernimmt der Staat. Wie viel muss ich selbst bezahlen? Wie viel muss ich selbst bezahlen? Das hängt von Ihrem Einkommen ab. Das hängt von Ihrem Einkommen ab. Weniger Einkommen bedeutet weniger Eigenanteil? Weniger Einkommen bedeutet weniger Eigenanteil? Genau, das System ist einkommensabhängig. Genau, das System ist einkommensabhängig. Das ist sehr fair. Gut zu wissen. Das ist sehr fair. Gut zu wissen. Nach dem Gutschein kommt der nächste Schritt. Nach dem Gutschein kommt der nächste Schritt. Was passiert dann als nächstes? Was passiert dann als nächstes? Wir tragen Ihre Tochter ins System ein. Wir tragen Ihre Tochter ins System ein. In welches System genau? In welches System genau? Das städtische Koordinierungssystem für Kitaplätze. Das städtische Koordinierungssystem für Kitaplätze. Und dann sucht das System automatisch? Und dann sucht das System automatisch? Ja, wir suchen Kitas mit freien Plätzen. Ja, wir suchen Kitas mit freien Plätzen. In meiner Nähe? In meiner Nähe? Ja, zuerst die nächsten Kitas zum Wohnort. Ja, zuerst die nächsten Kitas zum Wohnort. Das ist wirklich sehr hilfreich. Danke. Das ist wirklich sehr hilfreich. Danke. Das Jugendamt unterstützt Sie dabei vollständig. Das Jugendamt unterstützt Sie dabei vollständig. Wie lange dauert das alles ungefähr? Wie lange dauert das alles ungefähr? Den Gutschein bekommen Sie in einer Woche. Den Gutschein bekommen Sie in einer Woche. Und den Kitaplatz selbst? Und den Kitaplatz selbst? Das kann 1 bis 3 Monate dauern. Das kann 1 bis 3 Monate dauern. 3 Monate? Das ist lang für mich.
3 Monate? Das ist lang für mich. Leider, ja, die Nachfrage ist sehr hoch. Leider, ja, die Nachfrage ist sehr hoch. Kann ich selbst auch Kitas kontaktieren? Kann ich selbst auch Kitas kontaktieren? Ja, parallel dazu immer selbst anfragen. Ja, parallel dazu immer selbst anfragen. Mit dem Gutschein direkt zur Kita gehen? Mit dem Gutschein direkt zur Kita gehen. Genau, viele Kitas nehmen direkte Bewerbungen an. Genau, viele Kitas nehmen direkte Bewerbungen an. Das mache ich dann gleichzeitig. Das mache ich dann gleichzeitig. Gut, das erhöht Ihre Chancen deutlich. Gut, das erhöht Ihre Chancen deutlich. Haben Sie die Unterlagen für den Antrag? Haben Sie die Unterlagen für den Antrag? Ja, hier ist das Antragsformular für Sie. Ja, hier ist das Antragsformular für Sie. Vielen Dank. Was fülle ich zuerst aus? Vielen Dank. Was fülle ich zuerst aus? Name, Adresse und Geburtsdatum des Kindes. Name, Adresse und Geburtsdatum des Kindes. Gut, das mache ich sofort jetzt hier. Gut, das mache ich sofort jetzt hier. Nehmen Sie sich ruhig Zeit dafür. Nehmen Sie sich ruhig Zeit dafür. Danke für Ihre Geduld und Hilfe. Danke für Ihre Geduld und Hilfe. Gern geschehen. Das Jugendamt hilft immer gerne. Gern geschehen. Das Jugendamt hilft immer gerne. Auf Wiedersehen, Herr Lang. Auf Wiedersehen, Herr Lang. Auf Wiedersehen. Viel Erfolg für Ihre Tochter. Auf Wiedersehen. Viel Erfolg für Ihre Tochter. 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung auf Elektrogeräte. Guten Tag. Ich habe ein Problem mit meinem Gerät. Guten Tag. Ich habe ein Problem mit meinem Gerät. Guten Tag. Was ist denn passiert? Guten Tag. Was ist denn passiert? Meine Kaffeemaschine geht plötzlich nicht mehr an. Meine Kaffeemaschine geht plötzlich nicht mehr an. Seit wann haben Sie das Problem? Seit wann haben Sie das Problem? Seit gestern Morgen. Kein Strom, nichts. Seit gestern Morgen. Kein Strom, nichts. Haben Sie die Kaffeemaschine hier gekauft? Haben Sie die Kaffeemaschine hier gekauft? Ja, genau hier in diesem Geschäft. Ja, genau hier in diesem Geschäft. Haben Sie noch die Quittung dabei? Haben Sie noch die Quittung dabei? Ja, hier ist die Quittung. Bitte sehr. Ja, hier ist die Quittung. Bitte sehr. Danke. Moment, ich schaue das Kaufdatum nach. Danke. Moment, ich schaue das Kaufdatum nach. Ich glaube, das war vor 14 Monaten. Ich glaube, das war vor 14 Monaten. Ja, genau. 14 Monate ist das Kaufdatum. Ja, genau. 14 Monate ist das Kaufdatum. Die Garantie auf der Box war nur 1 Jahr. Die Garantie auf der Box war nur 1 Jahr. Das ist die Herstellergarantie, ja. Das ist die Herstellergarantie, ja? Also ist meine Garantie abgelaufen. Also ist meine Garantie abgelaufen. Nein, das stimmt so nicht ganz. Nein, das stimmt so nicht ganz. Wirklich? Warum nicht? Wirklich? Warum nicht? In Deutschland gibt es die gesetzliche Gewährleistung. In Deutschland gibt es die gesetzliche Gewährleistung. Gewährleistung? Was bedeutet das? Gewährleistung? Was bedeutet das? Das ist eine gesetzliche Pflicht, keine freiwillige Garantie. Das ist eine gesetzliche Pflicht, keine freiwillige Garantie. Und wie lange gilt diese Gewährleistung? Und wie lange gilt diese Gewährleistung? 2 volle Jahre Abkaufdatum. 2 volle Jahre Abkaufdatum. 2 Jahre? Das steht im deutschen Gesetz? 2 Jahre? Das steht im deutschen Gesetz? Ja, und auch im EU-Recht. Für alle Produkte. Ja, und auch im EU-Recht. Für alle Produkte. Also bin ich noch innerhalb der Gewährleistung? Also bin ich noch innerhalb der Gewährleistung? Ja, 14 Monate ist weniger als 2 Jahre.
Ja, 14 Monate ist weniger als 2 Jahre. Das ist eine große Erleichterung. Wirklich. Das ist eine große Erleichterung. Wirklich. Ist die Maschine heruntergefallen oder nass geworden? Ist die Maschine heruntergefallen oder nass geworden? Nein, gar nicht. Sie stand immer auf dem Tisch. Nein, gar nicht. Sie stand immer auf dem Tisch. Gut, dann ist es ein technischer Defekt. Gut, dann ist es ein technischer Defekt. Kein äußerer Schaden, nur kein Strom mehr. Kein äußerer Schaden, nur kein Strom mehr. Bei technischen Defekten greift die Gewährleistung. Bei technischen Defekten greift die Gewährleistung. Was passiert jetzt mit der Kaffeemaschine? Was passiert jetzt mit der Kaffeemaschine? Wir schicken sie zur Reparatur ein. Wir schicken sie zur Reparatur ein. Kostet mich das etwas? Kostet mich das etwas? Nein, alles ist kostenlos für Sie. Nein, alles ist kostenlos für Sie. Auch die Versandkosten? Auch die Versandkosten? Ja, wir übernehmen alle Kosten. Ja, wir übernehmen alle Kosten. Und wenn die Reparatur nicht möglich ist? Und wenn die Reparatur nicht möglich ist? Dann bekommen Sie ein neues Gerät. Dann bekommen Sie ein neues Gerät. Ein komplett neues Gerät? Kostenlos? Ein komplett neues Gerät? Kostenlos? Ja, das ist Ihr gesetzliches Recht. Ja, das ist Ihr gesetzliches Recht. Das wusste ich nicht. Sehr gut zu wissen. Das wusste ich nicht. Sehr gut zu wissen. Viele Kunden kennen die Gewährleistung leider nicht. Viele Kunden kennen die Gewährleistung leider nicht. Ich dachte, nach einem Jahr ist alles vorbei. Ich dachte, nach einem Jahr ist alles vorbei. Nein, 2 Jahre gilt immer das Gesetz. Nein, 2 Jahre gilt immer das Gesetz. Auch bei anderen Elektrogeräten? Auch bei anderen Elektrogeräten? Ja, bei allen neuen Produkten überall in Deutschland. Ja, bei allen neuen Produkten überall in Deutschland. Das ist wirklich ein starkes Verbraucherschutzgesetz. Das ist wirklich ein starkes Verbraucherschutzgesetz. Ja, Deutschland und die EU schützen Verbrauchergut. Ja, Deutschland und die EU schützen Verbrauchergut. Wie lange dauert die Reparatur ungefähr? Wie lange dauert die Reparatur ungefähr? Meistens 2 bis 3 Wochen. Meistens 2 bis 3 Wochen. Bekomme ich eine Benachrichtigung? Bekomme ich eine Benachrichtigung? Ja, per E-Mail oder SMS von uns. Ja, per E-Mail oder SMS von uns. Perfekt. Hier ist die Kaffeemaschine dann. Perfekt. Hier ist die Kaffeemaschine dann. Danke. Ich fülle kurz ein Formular aus. Danke. Ich fülle kurz ein Formular aus. Was steht auf dem Formular drauf? Was steht auf dem Formular drauf? Der Defekt, das Kaufdatum und Ihre Kontaktdaten. Der Defekt, das Kaufdatum und Ihre Kontaktdaten. Hier ist meine Telefonnummer und E-Mail. Hier ist meine Telefonnummer und E-Mail. Danke sehr. Alles ist notiert. Danke sehr. Alles ist notiert. Wann kann ich die Maschine abholen? Wann kann ich die Maschine abholen? Wir melden uns in 2 bis 3 Wochen. Wir melden uns in 2 bis 3 Wochen. Gut, vielen Dank für Ihre Hilfe. Gut, vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Die Gewährleistung schützt Sie immer. Gern geschehen. Die Gewährleistung schützt Sie immer. Das merke ich. Auf Wiedersehen. Das merke ich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gute Besserung für die Maschine. Auf Wiedersehen. Gute Besserung für die Maschine.